Willkommen zurück zu Let's Play Creepy Castle. Direkt mit Musik einsteigen. Ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal gespielt haben, muss ich sagen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, das... wie war das? Ah ja, genau. Das letzte Mal haben wir genau 3 von diesen 4 Schlüsseln eingesammelt und wir brauchen den letzten. Ich habe nur vergessen, welcher das war. Und ist der hier unten? Keine Ahnung. Genau, wir sind jetzt praktisch auf der Suche nach dem letzten Schlüssel. War der hier? Hier ist der Weg zurück. Also, logisch betrachtet, ist er vermutlich. Hier? Und runter? Gibt keinen hier und runter. Doch. Warte, nein. Was haben wir denn hier so? Wir sind fast tot. Machen wir doch mal Eiscreme. Eiscreme klingt gut. Na, noch ein Keks. Jetzt sind wir zumindest wieder bei vollem Leben. Was haben wir hier? Jo! Das wollte ich nicht. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Also geht's auch. Erois, Moth, you know most people's aversion to the heartbreaker. It seems to be disgust at the idea of life without ephemeral pleasure. Okay. Doesn't it seem petty to you? This machination of Darkings is terrible, sure, but... Those would be rebels and heroes would act without understanding. To me, the idea of acting without insight is terrifying. I believe a true hero knows why they fight. On a very fine nuanced level. To do battle with a clear conscience. Do you agree? Of course. Wo fangen wir an? Es geht in beide Richtungen. Fangen wir doch mal auf der Ebene an, wo wir eingestiegen sind. An abridged history of the City of Light. Okay. Little is known of the story behind the structure that became the City of Light. The time of its creation and exact purpose elude documentation. What is known that before recorded Terran history, the surrounding region was mined thoroughly by ancient civilizations who dug down into stone, carving out thousands upon thousands of sprawling subterranean chambers and structures that housed their communities. The architects of the castle built the keep of both one such underground city, expanding on its structure and resulting in an immensely large keep with relatively little foundational work. This castle is presumed to have been created and first inhabited by a dynasty in feudal eras, predating modern Terran society in the following centuries, during which it was thoroughly ransacked and all but relieved of traces of its heritage. It saw usage as a hideout for bandits. Das ist quasi, ich schätze mal, im Moment sind wir im Creepy Castle, aber es geht noch nach unten in was auch immer. In diese andere Stadt eben. Ah, hier ist das Ende. Das ist eine Mimik. Nein. Das ist ein Katzencroissant. Ah, Hurricane Slice. Das ist eine Mimik. Perfekt. Bleib. Okay. Ich überlege mir gerade. Mein Inventar ist nicht mehr so groß, muss ich sagen. Das ist der dritte Teil, den will ich noch nicht lesen. Was ist denn hier? Teil 2. Beginnings. In the modern age, Darking, unsatisfied with the values and flawed institutions of modern society, sought to create his own city built upon his own code of ethics and took up residency in the structure, bringing with him hundreds of followers who similarly wished to escape the paradigms of civilization. And thus was the beginning of the City of Light. Under the leadership of Darking, the inhabitants used their unique abilities to help one another in a communal lifestyle. The prospect of light in the City of Light drew vagrants from all walks of life and all corners of the continent. In the following decades, notable migrants such as Hopper, Pyronite and Butterfly had come to live in the stronghold, and would later rise to prestigious ranks in the workforce.
In time, the new inhabitants had reclaimed and modified large parts of the old underground networks to suit their needs. Also die haben praktisch diese vorhandene Struktur komplett genommen und daraus eine eigene Stadt, ein eigenes Regime gebaut, kann man quasi sagen. The City of Light today. Life in the City of Light was peaceful but without direction, until Darking re-emerged from a period of absence with a newfound sense of purpose. He had formulated a vision of how the whole world might advance to an era of peace and harmony, a concept that became formally known as the Revolution of Logic, and made it his life's work to see it through. Darking gathered and commissioned leading scientific minds from neighboring countries to research and develop a machine that could interact with and alter the brain's activities and inhibit all of the instinctual impulses, poor qualities, and insecurities that he identified as the cause of the world's conflict. Despite a slow initial start, great progress was eventually made, culminating in the landmark creation of the Heartbreaker. An inter-universal traveler by the name of Queen, stranded here after escaping a nearby universe with no way back, greeting Darking and proposed the construction of a device known as the Inter-Universal Screwdriver, or IUS, providing the blueprints herself. In development to this day, the IUS is a large machine with the capability to bridge different points in space, even across universes. They reached an agreement. Queen would return to her universe of origin, and Darking would use the machine to transmit Heartbreaker waves all over the planet of Doptera. Also er will quasi ganzen Emotionen auslöschen. Das ist eigentlich schon ziemlich hart. With his endeavor nearly reaching its fruition, Darking penned a book, The Revolution of Logic, serving as a mission statement of the eponymous event that is soon to take place. With a future this bright, the already storied City of Light looks as if it will soon be host to the most decisive chapter in the history of the world. Also, so gut klingt das gar nicht. Was? Great any way you slice it. Pizza! Das ist Pizza. Steht es eigentlich irgendwo, das ist Pizza? Ich glaube nicht. Wow. Du hast mich nicht mal... Sieh mich gefälligst dabei an, wenn du mir so ins Gesicht trittst. Sieh mich dabei an. Wir sind Level 5. Hey, nach unten. Falsches Stockwerk. Inventur. Wir haben noch ein Hurricane Slice, 3 Hurricane Slices und 3 Bombs. Die Viecher waren recht leicht. Rockman, ja, das war bloß Sumo. Ich wollte schon sagen, ich bin ein bisschen langsam geworden, aber es geht. Okay, wie wär's? Ein Schlag. Ein Hurricane Slice. Ja, doch schön. Wow, das wollte ich nicht. Das wollte ich definitiv nicht. Nochmal Sumo? Ja, klar. Fuck. Ich bin rausgekommen und ich hab's verkackt. Der letzte Schlüssel. So, jetzt kriegen wir eine neue Fähigkeit. Ich bin gespannt. Das ist praktisch, laufe durch diese komischen Wände. Diese, die eigentlich fast aussehen wie Türen. Und ich dachte am Anfang, das sind Türen. Okay, mal speichern. Zur Not hätte ich mein Inventar auch lernen können, indem ich mal die ersten paar Türen aufmache. Schauen wir mal. 1. 2, 3, 4. Phaser. Move through phase door. Es ist praktisch eine passive Fähigkeit. Geil. Jetzt kann ich da zurück. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe.
Oh, Grapes. Nice. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich noch hin muss. Okay, also die Karte sagt mir, ich kann nach unten. War ich hier? Ah, hier ist Lava. Deswegen war ich hier nie. Naja, ich schaue mich mal ein bisschen um. Es ist auch eine Weile her. Kommt man da zurück? Oh nein, der scheiß Vampir. Kann ich mich durch den durchfacen? Nein, schade. Irgendwann kann ich die umbringen. Aber ich kann hier rein endlich. Talk. Look, hey, you found the phaser. It's a kind of key, though not the one I'm looking for. That lets you through these doors. I guess you already figured that out, huh? Das war's? Also ich habe mir mehr erwartet. Was haben wir denn noch so? Ich meine, irgendwo müssen ja noch mehr Face-Doors sein, durch die ich durch kann. Okay. Ich fürchte, jetzt kommt ein bisschen Sucharbeit. Okay. Schauen wir mal. Mal sehen. Gar nichts. Ich war mir nicht sicher. Okay, ich mach mal den Face raus. Das nervt. Hier ist eine Schatzkiste, aber da komme ich glaube ich nicht hin. Hier war, denke ich, Poindexter. Jesus laufen haben wir noch nicht. Wow. Der war fies. Jetzt zu wenig Heil-Items, oder? Ach ne, die sind auf der zweiten Seite. Ich wollte mich nochmal heilen und ich habe versehentlich die Kiste aufgemacht. Okay. Zum Glück haben wir es. Kam keine Mimik mit Crit Attack. Ich würde sagen, war ich hier nie, aber das ist eine Sackgasse. Okay, weiter geht's. Fickt euch! Die Bombe hat nichts gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gerade gar nicht, ob da noch was war. Ich habe keine Ahnung. Hier aber nichts. Oh je, oh je, oh je. Okay, ich gehe trotzdem durch diese Tür. Einfach um mal zu schauen, ob da was ist. Ich weiß, dass hier mal der Boss war, also... Was war hier? Ja, Night Girl! Und hier? Nichts. Die Mannschaftsquartiere. Vielleicht muss ich tatsächlich gar nicht hierher. Da war eine Sackgasse? Ah, Poindexter. Nachdem die Leute keine 3 Punkte über dem Kopf haben, gehe ich einfach davon aus, dass sie nichts Neues zu sagen haben. Also wozu mit denen reden? Aber ich glaube, hier war dann tatsächlich nichts mehr. Zumindest nichts Interessantes. Ah, war das der nicht kämpfen wollte, weil er keine Lust hatte? Ne, das war der nicht kämpfen wollte, weil er keine Lust hatte. Ah ne, das war der mit der Inspektion. You can't fool me. Ist das ein Chamäleon oder ein Drache? Chamäleon hatten wir schon. Die haben normalerweise keine Doppelungen. Was haben wir hier? Ah, hier war der Shortcut zurück. Na dann. Aber oben war nichts. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir absolut sicher. Warum nicht?
Oh je, oh je. Jetzt kommt die Sucherei. Wahrscheinlich ist hier tatsächlich nichts mehr in dem Teil des Levels. Aber ich gebe noch nicht auf. Noch ein wenig will ich noch so. Ein ganz kleines bisschen. Zumindest, dass ich das Level mal grob überflogen habe. Ganz grob. Was haben wir hier? Ja, da ist schon, zum Beispiel schon wieder was. Oh, das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Damn. Nein, das ist das nächste Level. Holy shit. Da geht's aber tief runter. Ah! Flower. Oh, das ist das. Ah, ich war mir gar nicht sicher, was der Angriff ist. Au. Okay, ich brauche Heilung. Wie viel sind es? 2, 4, 6, 8. Dann will ich nicht den guten nehmen. Den 9-Punkte-Heiler. Ich sollte die auch benutzen. Glaube ich. Ich glaube, das macht Sinn, ja. Kann ich nicht einfach runterfallen? Was als XP-Cross? Ja, was geht? Kann ich nicht mit den Conversen? Mit dem ersten konnte ich kurz reden, bevor ich gegen ihn gestorben bin. Oder zumindest Schaden bekommen habe. Ja! Ich will erst Conversen. Mugi, hello there. Why don't you help yourself to a spot of tea? It's mug tea. Ich frage mich, ob die irgendwas sagt, wenn wir den Tee trinken. Aber der Tee halt 9, das will ich nicht verschwenden. Was ist hier drin? You really take the cake, or took it. Okay. The cake is not a lie. Heilpunkt, sehr schön. Oh je. Yeah. Kein Stress. Super easy. Okay, also hier ist der rote Salon. Kann ich wieder tanzen. Waka, waka, waka. Oh, der hat viel Leben. Ich habe nicht mehr so viel Leben. 2, 4, 6, 7. Ich komme nicht ran. Okay. Willst du mich verarschen? 3 Vampire? Wahrscheinlich kriege ich jetzt so langsam mal eine Fähigkeit, mit dem ich die Vampire schwächen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt will ich da noch nicht rein. Das lohnt sich nicht. Vielleicht versuche ich noch ein bisschen Leben zu verlieren. Irgendwie. Okay, hier ist ein Shotcut zurück. Na gut, das nehmen wir doch mal als Anlass dazu, die Folge hier zu beenden. Ich hoffe, die heutige Episode von Creepy Castle hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.